Ja, willkommen zurück und es geht wieder um die BRICS-Allianz. Viele haben ja gespannt gewartet, was passiert jetzt beim Jahrestreffen in Kasan am 22., 23. und 24. Oktober. Und westliche Medien, die berichteten ja entweder gar nicht oder nur sehr verkürzt am Thema völlig vorbei, muss man sagen. Also sie spielen ja meistens das Thema eigentlich unter den Tisch. Der Spiegel schrieb beispielsweise, muss der Westen Angst haben vor dem Club dieser Männer? Und zeigte dann ja ein besonders unvorteilhaftes Bild des russischen, chinesischen und indischen Staatspräsidenten. Dann kam noch der Satz unter dem Bild, diese Männer beschwören eine neue Weltordnung, 6 Reporter berichten und dann die Bezahlschranke. Also ja, wer sich wirklich informieren will über das Thema, dem bleibt fast keine andere Wahl, als entweder sich auf indischen oder südafrikanischen oder brasilianischen oder sogar russischen Seiten zu informieren, dann vielleicht mit Google Translate und sich da einzuwühlen in diese Berichte oder eben alternative Medien sich anzuschauen. Es waren ja einige westliche Reporter auch bei dem Jahrestreffen. Nur mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob du da einige dieser Pressekonferenzen angeschaut hast, dass ja diese westlichen Reporter dann immer wieder in so Fragen verfangen, die überhaupt nichts mit dem BRICS-Treffen zu tun haben. Zum Beispiel über die Isolation Russlands oder den Ukraine-Krieg. Das waren meistens so die dominierenden Fragen der westlichen Reporter. Aber dass da was ganz Großes bereits passiert, am Wachsen ist, eine Veränderung der Weltordnung eben nicht nur verbal heraufbeschworen wird, wie das der Spiegelartikel andeutet, davon leider kein Wort oder nur irgendwo hinter einer Bezahlschranke dann den westlichen Medien. Wir beurteilen das Thema hier nicht politisch, sondern eher geoökonomisch, weil der Blick ist für unsere Mandanten, für unsere Zuschauer, Zuhörer sehr, sehr interessant. Und wir werden am Ende ja noch unsere Einschätzung abgeben, ob es zum Beispiel jetzt schon sinnvoll sein könnte, eine Firma in BRICS-Ländern zu gründen oder einen Wohnsitz dort anzumelden, vielleicht auch Bankkonten zu eröffnen und was man da tun könnte. Hier erstmal die wichtigsten Fakten von diesen 3 Tagen. Also erstens, es kam und es kommt keine goldgedeckte Währung, auch keine virtuelle Währung. Das ging ja durch alle Medien, also alternative Medien. Und wir haben ja in den letzten 4 Videos immer wieder darauf hingewiesen, nein, 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 es wird keine goldgedeckte Währung kommen. Dafür gibt es keine Anzeichen wirklich. Zumindest noch nicht, muss man natürlich sagen. Jewgeni Gederov, der hat ja eine sehr hübsche 100 BRICS-Banknote entworfen. Das Bild werden wir mal einblenden. Man sieht hier auf etlichen Fotos übrigens, wie Präsident Putin die anderen hochrangigen Teilnehmern zeigt. Aber es ist eben eine Fantasiebanknote. Und die Allianz ist weit, weit, weit entfernt davon, eine eigene Währung an den Start zu bringen. Auch wenn einige vielleicht 1 oder 2 der Gründungsmitglieder das sehr, sehr gerne sehen würden. Und ja, vielleicht durchaus auch interessant zu sehen, was dann passiert. Aber im Gegenteil, in der Abschlusserklärung wurde explizit mehrmals darauf hingewiesen, dass man eben gerade die Nutzung der lokalen Währung der BRICS-Partner stärken will. Das wird beispielsweise im Absatz 65 zweimal bekräftigt. Und das ist ja gerade, warum kleine Staaten, auch kleine afrikanische Staaten oder ärmere südamerikanische Staaten sich für eine BRICS-Mitgliedschaft interessieren. Es gibt keinen Zwang, irgendeine Währung vorher einzukaufen. Damit gibt es keine Währungsschwankungsrisiken, keine Exchange-Kosten. Und man muss auch kein Rubel, kein Rand, kein Renminbi, kein Real, schon gar keinen US-Dollar eben mehr einkaufen als kleines wirtschaftsschwaches Land. Und das senkt natürlich für diese Länder die Kosten bei der Nutzung der Zahlungsplattform, eben auch die Transaktionszeit sehr viel schneller als über SWIFT zu bezahlen. Und der zweite Fakt: 36 Staaten waren anwesend, 22 davon waren durch ihre Präsidenten und Premierminister vertreten. Unter anderem übrigens auch war ja von der Türkei Recep Tayyip Erdogan da oder von Serbien, die waren vertreten mit ihrem Vize-Premier. Der dritte Fakt: 13 neue Mitglieder wurden aufgenommen und diese Länder bringen eben 10% der Weltbevölkerung, über 10% übrigens, und 4,9% des weltweiten Bruttosozialproduktes in die Staatenallianz. Eine Liste aller Daten übrigens der neuen BRICS-Staaten, die findest du auf unserer Website perspektiveausland.com/BRICS-Blick. Ich habe da mal versucht, diese neuen Mitglieder in Bezug auf ihren Anteil am BIP, aber auch der Weltbevölkerung einfach mal in eine Liste reinzusetzen. Und dann sieht man schon, was da mit diesem Schritt, eigentlich mit diesem Jahressummit da nochmal dazu gekommen ist. Übrigens, das ist der 4. Fakt: 30
weitere Länder möchten Mitglied werden und auch da haben wir schon ein Video dazu gemacht und auch dazu gibt es eine Liste. Wir haben also mal so eine aufgelistet, die Gründungsmitglieder, die 13 neuen und alle, von denen wir wissen, dass sie auch Mitglied werden wollen, damit man mal sieht, was ist das von Power an Bündnis, das da eigentlich entsteht. Wie viele Menschen sind das weltweit? Wie viel Wirtschaftskraft ist das? Wie viel Erdölressourcen sind dann in diesem Bündnis? Wie viel Erdgasressourcen sind in diesem Bündnis? Und vor allem ganz wichtiger Fakt, wie viel Anteil der weltweiten Getreideproduktion, weil es geht ja auch um Kosten für Lebensmittel und da spielt das Getreide, genauso wie Soja und Mais übrigens, eine ganz, ganz enorme Rolle. Ja. Der 5. Fakt, der UN-Generalsekretär Antonio Guterres war auch eingeladen und viele fragen sich ja, warum das denn? Manche deuten ja in den alternativen Medien, in ihren Videos oder auch in Artikeln, das ist der Beweis, dass BRICS ein Teil des Systems ist und in Wirklichkeit halt diese Spannung zwischen der westlichen Welt und den BRICS-Staaten nur gespielt sei, um davon abzulenken, dass es da einen ganz großen Plan gäbe. Ich persönlich oder wir sehen das nicht so. Und warum, werden wir später noch erklären. Der 6. Fakt und der 7., das hat eigentlich schon sogar was damit zu tun, dass wir eigentlich nicht zum Schluss kommen, dass das alles nur ein Spiel ist, diese Konkurrenz zwischen den beiden Systemen. Beim BRICS-Gipfel legen Indien und China ihren Grenzstreit bei, genau wie übrigens auch Armenien und Aserbaidschan. Das wäre dann der 7. Fakt. Also die Zeitung schreiben, Armeniens Premierminister Nikol Pashinyan und aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev, die trafen sich am 24. Oktober am BRICS-Gipfel. Und es gibt auch ein Foto, wo sich beide vor dem BRICS-Logo die Hand schütteln. Bei diesem Treffen, da gibt es ja auch enorme Grenzstreitigkeiten schon seit Jahrzehnten, haben sie beide dann gesagt, also wir haben 80-90% aller strittigen Punkte jetzt mal beigelegt und haben dort eigentlich eine Einigung erzielt. Die Quelle zu diesem Zeitungsartikel, die werde ich hier auch mit verlinken. Und gerade eben diese letzten 3 Punkte, also die Anwesenheit des UN-Generalsekretärs und diese beiden Grenzstreitigkeiten, die da eigentlich vor den Augen, kann man so sagen, des UN-Generalsekretärs da beigelegt wurden, die zeigen eben, dass die BRICS-Allianz viel mehr sein könnte in Zukunft als nur ein Handelsbündnis. Da wächst also etwas noch nicht so ganz Begreifbares, aber sehr Interessantes heran und deswegen auch für uns sehr interessant. Unsere Überlegung, Plan B, Auswanderung, Unternehmensgründung im Ausland, Bankkonten im Ausland. Das ist ganz, ganz wichtig, da diese Entwicklung zu betrachten. Ja, und in den Reden und der Abschlussdeklaration wird eben eins ganz, ganz klar. Das Ziel ist hier ein Bündnis zu schaffen, bei dem es keine dominierende Macht, keinen dominierenden Staat und auch keine dominierende Währung gibt. Alle Währungen, alle Staaten sollen gleichberechtigt sein. Und hier könnte natürlich China, Russland oder Indien, die könnten natürlich, weil sie große und mächtige Staaten sind, eine dominierende Rolle einnehmen. Das tun sie aber scheinbar absichtlich nicht und machen oder wollen damit das Bündnis für kleinere Staaten attraktiv machen. Einfach zeigen, du hast als kleiner Staat hier ähnlich viel Mitspracherecht wie die Gründungsmitglieder oder eigentlich die gleichen Mitspracherechte. Ja, das kommt auch bei der Sitzordnung zum Ausdruck, bei der alle Teilnehmer gleichberechtigt am runden Tisch sitzen. Allerdings fragt man sich, wie soll das weitergehen, wenn es dann nochmal 30 Neuländer gibt. Also gibt es so große runde Tische. Wie kann man das machen? Wird sich zeigen, wie das in Zukunft aussehen wird bei diesen Treffen. Die Währung auch nochmal. Wie gesagt, China und Indien, die könnten darauf pochen, dass ihre Währung im Bildnis eben eine dominierende Rolle einer Leitwährung einnimmt, tun sie aber ganz bewusst nicht. In der Deklaration, in allen Grundsatzpapieren findet man immer wieder den Leitsatz, keine Dominanz eines Staates, einer politischen Ideologie oder einer Währung. Niemals wieder soll eine Währung, das ist die Grundidee auch der BRICS-Allianz, soll eine Währung oder eine Zahlungsplattform als politisches Druckmittel verwendet werden können. Im ganzen Gegenteil, in der Abschlussdeklaration wird nochmal festgeschrieben, dass der Handel aller Staaten in ihren lokalen Währungen sogar noch ausgebaut werden soll. Alle Beschlüsse und Deklarationen findest du unter dem Link, kommt in den Kommentaren, wir blenden ihn hier ein, BRICS-Russia 2024.ru-en-docs. Dort kannst du das nachlesen. Und es ist ja nicht so schwer, sich so ein Dokument runterzuladen und dann auch mit DeepL oder Google Translate zu übersetzen. Ja, wie erwähnt, wollen also die BRICS-Staaten mehr als nur eine Zahlungsplattform, mehr als nur Handel ohne Dollar betreiben. Die
BRICS-Staaten, die repräsentieren ja mehr als 50% der Weltbevölkerung. Und deswegen hat wahrscheinlich auch der südafrikanische Präsident Ramaphosa erneut in seiner Ansprache auf dem BRICS-Gipfel eine Reform des UN-Sicherheitsrats gefordert. Also er sagte wörtlich, also dieser UN-Sicherheitsrat, der vertritt nicht die Interessen der Weltgemeinschaft, verfügt nicht über die Mittel, um den weltweiten Wunsch nach Frieden nachzukommen. Das sagte Ramaphosa und der UN-Sicherheitsrat verfehle damit sein Mandat. Und dann sagt er, die Mitglieder der BRICS-Gruppe sollten als wichtige Akteure für die Gestaltung einer neuen multipolaren Weltordnung, eine Neuordnung des Rates, vorantreiben. Und die Forderung wurde dann auch in die Abschlussdeklaration mit aufgenommen. Also den BRICS-Staaten geht es einfach darum, weil sie so eine enorme Menge der Weltbevölkerung ja vertreten jetzt, im Gegensatz eben die NATO-Länder, ungefähr 10%. Und du kannst dir gerne unsere Liste auf der Webseite perspektiveausland.de/BRICS-Blick anschauen, ganz, ganz unten. Da haben wir so verschiedene Listen eingeblendet. Da siehst du halt, welche Länder aus dem aktuellen BRICS-Staatenbündnis, aber auch mal eine Liste der künftigen BRICS-Mitglieder. Wie gesagt, welchen Anteil die an der Weltbevölkerung haben, an den Erdgasvorkommen, an den Erdölvorkommen, an der Getreideproduktion und auch im BIP. Das ist also schon interessant, dass diese Staaten einfach sagen, also warum muss beim Internationalen Währungsfonds und bei der Weltbank, warum muss da immer ein Amerikaner und ein Europäer im Wechsel sozusagen diese weltweite Institutionen leiten? Warum haben wir keinen Sitz da sind wir nicht genügend repräsentiert im UN-Sicherheitsrat? Die wollen das ändern und vermutlich, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, allerdings haben sie auch jetzt vor den Augen des UN-Generalsekretärs Guterres eben gezeigt, schau mal, was wir hinkriegen. Wir kriegen das hin, einen der längsten und größten Grenzstreiter von großen Ländern, also China und Indien, oder eben auch von kleineren Ländern, aber da hat es ja schon einige Tote auch gegeben und kriegerische Auseinandersetzungen, Aserbaidschan, Armenien. Wir BRICS-Staaten in dieser Allianz, wir bekommen das mit. Wenn da jemand bei uns Mitglied werden will, dann haben wir die nötigen Hebel und zeigen einfach ein positives gemeinsames Ziel und dann läuft das. Hier geht es eigentlich, wie gesagt, aus meiner Sicht nicht um ein Spiel, so wie das manchmal gesehen wurde, dass eigentlich die sich sowieso lieben, die westliche Welt, die BRICS-Gemeinschaft und dieser Streit nur gespielt wird. Ich denke, hier geht es wirklich darum, dass wir ein sehr, sehr interessantes, wir wissen noch nie genau, was da wirklich mal rauskommen wird am Ende, aber eine sehr, sehr interessante starke Allianz mit interessanten Zielen und einer interessanten geoökonomischen Zielstellung da an den Start gebracht. Der Anteil, wie gesagt, der steigt ja von dem Wirtschaftswachstum dieser BRICS-Länder und ich habe dazu mal eine Tabelle gemacht. Den Link werde ich auch mit in die Videobeschreibung hier hineinstellen. Also wir haben mal eine Tabelle gemacht, wo wir die ganzen BRICS-Länder, also die aktuellen, inklusive der 13 neuen und auch der künftigen, einfach so aufgeschrieben haben, was haben die denn eigentlich im Jahr 2010, also 2010, 2020 und 2024, was haben die für ein Wirtschaftswachstum an den Tag gelegt? Und das Gleiche haben wir mit der Europäischen Union gemacht, mit den Ländern. Und dann siehst du einfach, wo spielt eigentlich künftig die Musik. Und das ist schon interessant. Das heißt, wenn du dich jetzt bewegen willst, wenn du sagst, ich will sowieso auswandern, ich will vielleicht in einem anderen Land ein Business eröffnen, ich möchte mein Vermögen diversifizieren in ein anderes Land. Ja, da kommen wir eigentlich schon zum Fazit aus dem Ganzen. Das war ja angekündigt am Anfang. Also dann könnte es eben interessant sein, sich jetzt schon mal mit einem Golden Visum oder mit einem Citizenship by Investment, also einer zweiten Staatsbürgerschaft, die man durch eine Spende, durch eine Investition oder einfach nur durch eine Einlage für 5 Jahre beispielsweise in Staatsfonds erwerben kann oder auch durch Bankkonten, die ich in solchen Ländern eröffnen kann, einfach mein Vermögen zu schützen, mein Vermögen zu diversifizieren in den BRICS-Ländern. Das haben wir in den letzten Videos auch schon erklärt. Ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren die Preise für Energie, für Lebenskosten, auch einfach für Essen und Trinken, möglicherweise sehr viel niedriger sein könnten als in einigen Ländern der westlichen Welt. Ich erinnere nur an das Video zur BRICS-Getreidebörse. Es wird also eine Getreidebörse geben, eine Energiebörse geben. Also Getreidebörse ist eigentlich schon, das ist man schon voll dabei, das an den Tag zu legen. Und das wird eben auch dazu führen, dass bestimmte Kosten in der westlichen Welt bleiben, sich weiter erhöhen, aber in BRICS-Ländern möglicherweise eben deutlich senken.
Und deswegen durchaus interessant. Wir haben eine Webseite gemacht, die heißt clanbprojekt.com. Und auf dieser Webseite, da stellen wir Länder vor, wo du jetzt schon einen zweiten Pass, also eine zweite Staatsbürgerschaft erwerben kannst. Und da gibt es auch Länder der BRICS-Allianz. Oder wo du jetzt schon ein goldenes Visum, also ein Daueraufenthaltsrecht, wo du also jederzeit einreisen kannst, ohne dass da irgendwelche dich mit Visa-Formalitäten rumplagen musst. Übrigens auch Pass und auch goldenes Visum ist ein Freiheitsdokument. Das heißt, man muss dich immer ausreisen lassen, auch wenn du diese Dokumente hast. Dann im Prinzip sollte es mal wieder zur Reisebeschränkung kommen. Oder eben jetzt schon vielleicht in Ländern, und es gibt ja auch stabile Länder, die künftige BRICS-Mitglieder sein werden, jetzt ein Konto zu öffnen. Dort vielleicht, teilweise gibt es da interessante Möglichkeiten, auch Zinsen zu bekommen oder eben einfach nur Geld dort zu lagern. Da sollst du dir vielleicht auch unser letztes Video, noch das Video, was in Vorbereitung ist, zur Zentralbankwährung nochmal anschauen, weil das ja auch möglicherweise ganz schöne Konsequenzen für mindestens vermögende Menschen oder Geschäftstätige haben könnte. Wenn das für dich interessant ist, schau auf unseren Webseiten vorbei. Du kannst auch gerne ein Beratungsgespräch buchen, wenn du sagst, ich muss jetzt schon ins Handeln kommen. Ich interessiere mich wirklich konkret, was kann so ein Pass oder so ein Golden Visa mir jetzt schon eigentlich für Vorteile bringen oder ein Bankkonto im Ausland zu eröffnen. Freue ich mich, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Aber vielleicht kommst du auch auf einem unserer Live-Events in Zürich oder London vorbei. Dann lernen wir uns auch kennen. Oder hast du eine Frage, schreib sie in die Kommentare, schreib mir eine E-Mail und dann schauen wir weiter. Auf alle Fälle hinterlass jetzt ein Abo und drück auf die Glocke. Das nächste BRICS-Video, das nächste Video zur Zentralbankwährung ist schon in der Vorbereitung, kommt bald. Und dann gehörst du zu den Ersten, die das auch sehen können. Bleib fröhlich. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.